Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute möchte ich euch mal was ganz Nützliches zeigen, oder besser gesagt was sehr Interessantes. Wer den letzten Livestream gesehen haben sollte vom Ende des Elevator Events, da hatte ich ja nochmal zu aufgerufen, alle Leute, die auf ihren Servern spielen und dort die besten Gilden zusammenfassen, das dem Viper zu schicken. Den Viper kennt ihr ja. Und der stellt eine internationale oder eine weltweite Gildenrangliste zusammen mit den besten Gilden der Welt und wie viele Höllenmarken die insgesamt gesammelt haben. Wir haben ja den Kampf auf S1 ein bisschen verfolgt zwischen den ersten zwei Top-Gilden, den stärksten Gilden der Welt, was ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie Widderkämpfe gewesen ist und war sehr spannend. Und der Viper hat das Ganze ja zusammengefasst, hat das in eine Liste vervollständigt und die möchte ich euch mal zeigen. Hier ist das Ganze. Ja, da könnt ihr auch gerne mal in die Videobeschreibung schauen und selbst nachgucken, ob ihr hier eure Gilde wiedererkennt. Ritter des Anduril, das ist die Gilde, die auch auf S1 spielt, mit Phoenix zusammen, mit die besten Gilden der Welt, die stärksten Gilden der Welt, mit den stärksten Membern. Und ich glaube, das ist hier die Seite von Viper auch selbst irgendwie, also da sind auch ein paar andere Sachen hier wahrscheinlich drin. Heute richten wir aber auf jeden Fall unser Hauptaugenmerk auf die Gildenrangliste des Elevators. Ja, ansonsten, falls euch das interessiert, könnt ihr gerne mal auch einen Besuch abstatten. Wie gesagt, der Link dazu in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall sehen wir hier die Liste und die ist ziemlich lang. Ja, ihr seht hier, der Pinöpel ist ziemlich klein, es geht ziemlich weit nach unten, deswegen vielen lieben Dank an Viper an der Stelle für die ganze Arbeit, die er hier reingesteckt hat und natürlich auch an alle, die ihn da supportet haben und auch die Gilden weltweit zugeschickt haben. Ja. Platz 1 und 2, Ritter des Anduril und Phoenix, das hatten wir ja schon gesehen, beide auf S1.de. Dann sehen wir schon auf Platz 3 mit sehr, 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 sehr großem Abstand eine Tschechen-Gilde. Auf S1 Tschechien, die sind ja auch sehr früh gestartet und die Tschechen, ich habe es gestern im Video erwähnt, die Community der Tschechen darf man nicht unterschätzen. Die haben eine verdammt große Community, die Tschechen, die Polen, ich glaube Ungarn sind auch noch ein paar, aber ich glaube wirklich Tschechen, Polen, das sind die Länder, die wirklich, da die Nasenspitze vorne haben in der Masse der Spieler gesehen. Anhand der besten Spieler oder der stärksten Spieler weltweit ist mehr so wahrscheinlich eher Deutschland vorne, so in der Masse gesehen, mit den besten Spielern, aber in der Masse von allen Spielern gesehen ist Tschechien, glaube ich, auch ziemlich weiter vorne. Und ihr seht hier, auf Platz 3 ist eine Tschechen-Gilde und dann sieht man auf Platz 4 auch Tschechen, 5 und 6 auch wieder Tschechen, bevor auf Platz 7 wieder erst ein deutscher Server hier erscheint mit den Lichtgestalten. Man muss dazu sagen, alle Gilden sind hier relativ nah beieinander ab Platz 3 und das steht natürlich auch für sehr große und sehr starke Aktivität auch auf den jeweiligen Servern. Und ja, das Ganze fand ich ziemlich spannend. Hier könnt ihr mal durchscrollen und wir können mal schauen, wo wir unsere Gilde denn irgendwann mal sehen sollten. Huch, jetzt sind wir hier ganz woanders. Ja, was ist denn da passiert? So, gehen wir mal hier rüber wieder. Ich habe hier eben gerade schon Celtic gesehen, das ist auf S31.de. Also unser Server S31 ist hier auf Platz 42 der Welt. Ja, die haben uns natürlich ziemlich abgehängt. Und Black Bull ist ja auch eine Gilde, in der ich drinne bin, die auch ziemlich stark ist, aber das ist halt eben hier ist Black Bull auf Platz 70, das ist halt eben eine, Battle Mage bzw. Kriegergilde, also ziemlich starke Late-Game-Klassen, PvP-mäßig gesehen, aber im PvE, also gegen Monster, haben wir da dann doch relativ schnell, wurden da uns relativ schnell unsere Grenzen aufgezeigt, sag ich mal. Und trotzdem wird die Gilde früher oder später, denke ich mal, ziemlich stark auch dominieren und ist immer noch Tendenz oben sehr stark am Steigen. Und deswegen bin ich auch froh und stolz, auch hier in dieser Battle Mage Guild auf dem Battle Mage Server, wo der Battle Mage released worden ist, immer noch zu spielen. Ne? Und die Gilde ist, glaube ich, auch sogar vor der Gilde, in der mein Main Char drin ist. Da können wir mal gucken.
Das habe ich gerade gesagt, hier ist Flames of Destiny, aber Flame of the West, das kenne ich nicht. Mal gucken, wo haben wir sie denn? Ich weiß gar nicht, wie viele. Wir hatten irgendwas mit 3, noch was Millionen. Hier, Flames of Destiny, da ist mein Main drin, auf Platz 154. Wir haben ein paar sehr starke, sehr, sehr starke Spieler in der Gilde, aber leider ist die Masse der Gilde nicht so aktiv und ja, das wirkt sich halt eben auf die Gesamtleistung halt eben auch auf dieses Event aus. Wir haben, ja, was weiß ich, ein paar 600 plus Spieler, ich glaube einer ist 620 oder so, also wirklich sehr starke Spieler. Allerdings flacht das relativ schnell ab. So, im Gegensatz zu zum Beispiel Black Bull, ne, wo noch nicht so viele sehr starke Spieler am Start sind, weil die Gilde halt auch eben deutlich jünger ist als auf S31, wo mein Main drin ist. Aber in der Gesamtaktivität halt deutlich vorne so und das spiegelt halt hier eben auch das Ergebnis wider. Ne? Wie gesagt, ihr könnt hier gerne mal reinschauen, könnt gerne mal vorbeigucken, vielleicht findet ihr auch eure Gilde hier zum Beispiel auch Gift, ja. Das ist also auch schon lange her hier, die ganze Zeit und interessant auf jeden Fall und ich hatte mir das selbst noch gar nicht so angeschaut. Ihr seht, auf jeden Fall geht das hier sehr stark oder sehr weit nach unten. Es wurden unglaublich viele Gilden hier zusammengefasst. Wir können mal schauen, wo unsere W50-Gilde eigentlich hier 2,64. Ja, bei 2,64 sind wir hier. Das müsste ja denn hier, das ist die Holzfällerhütte. Also die Holzfällerhütte auf W50 hat Platz 395, jetzt schon international abgeschnitten so. Also wirklich also sehr, sehr übersichtliche Liste und Dankeschön, das ist wirklich eine Menge Arbeit, wenn ihr euch das mal anguckt, wie viele Gilden hier tatsächlich zusammengefasst wurden. Ja, knapp 1000 Gilden wurden hier analysiert und hier eingeschrieben, ne? Und ja, bis nachher die Ergebnisse hier sehr irrelevant wurden, ne? Deswegen ganz, ganz, ganz interessante Sache, ne? Und habe ich gedacht, zeige ich euch mal, ist interessant. Vielen lieben Dank an Viper. Ja, ich weiß nicht, ob du die alleine erstellt hast oder ob du da wirklich irgendwie Hilfe dabei hattest, aber falls doch, dann ja, Respekt auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich krank, das Ganze. Und sowas, finde ich, sollte tatsächlich auch im Spiel selbst sein. Da sollte nicht die Community irgendwie die Arbeit da reinstecken und sich alles irgendwie selbst raussuchen. Das sollte automatisiert vom Spiel erfasst werden und einfach hier in der internationalen Ehrenhalle auch angezeigt werden, ja. Oder hier, der Elevator, der ist ja jetzt nun geschlossen, aber man kann ja immer noch die Belohnung ein paar Tage abholen, deswegen ist der Elevator ja auch immer noch hier, ne? 7 Tage nach dem Event kann man sich immer noch die Belohnung abholen und in den 7 Tagen, da hätte man auch so einen schönen Endscreen zeigen können von den weltweiten Gilden, wie die abgeschnitten haben, welche Platzierung die eigene Gilde weltweit hat und vielleicht auch eine internationale Helden-Rangliste, also eine normale Ehrenhallen-Rangliste, so wie diese hier, nur dass man halt sieht, wer hat die meisten Höllenmarken gefarmt, so, das fände ich auch noch super, super interessant, weil ich glaube, da würde ich gar nicht mal so schlecht abschneiden mit meinem Char. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was eure insgesamten Höllenmarken sind, die ihr erfarmt habt. Ja, umso höher man natürlich im Level ist, umso mehr Höllenmarken hat man natürlich auch erfarmt und umso mehr, oder auf einem höheren Niveau, umso höher man vom Niveau her ist, umso mehr Höllenmarken konnte man dann quasi sammeln. Ich glaube, gab jetzt keinen, der irgendwie bis zur ersten Etage oder bis zur Etage 500 und dann jeden Tag sich 20 Etagen droppen lassen hat und dann wieder auf 500 gespielt hat und das 10 Tage lang. Ich glaube, das wäre zu preisintensiv, würde sich auch überhaupt nicht lohnen von den Rewards her, aber so würde man halt die meisten Höllenmarken sammeln und so würde man dann halt in dieser Heldenrangliste dann halt auch dementsprechend sehr weit oben platziert werden, so, ne? Ja, deswegen, also es ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial da, ne? Vor allen Dingen halt auch eben, wie gesagt, auf die internationale Ehrenhalle gesehen. Sehr viel Platz, ne? Ihr wisst Bescheid, 50% sind immer noch nicht ausgefüllt nach Jahren. Ich weiß nicht, wie lange jetzt schon die internationale Ehrenhalle da am Start ist und ja, wird auf jeden Fall mal Zeit, dass da ein bisschen was gemacht wird, ne? Das ist auf jeden Fall mein Wunsch, ja. Ansonsten, morgen geht es denn hier auf W50 weiter, da gibt es mal wieder ein W50-Video.
wir haben ja das Hexentanz-Event, das heißt, wir werden auf jeden Fall mal in den Wirbelwindsturm reingehen und mal schauen, ja, ob wir ein bisschen weiterkommen als letztes Mal zum Hexen-Event. Und dann gucken wir mal, ja, vielleicht haben wir ja ein bisschen was wir schaffen können. Ne? Aber das auf jeden Fall morgen im Video. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.